Und da sind wir wieder. At Homes aus Alanya, Kargıcak. Erste Meeresreihe, diesmal ein Häuschen. Alle sagen ja, Riesenhäuser, das kann doch niemand zahlen. Jetzt machen wir ein Häuschen bereit für die Kunden. Und vorletztes Haus, Häuschen, ist schon verkauft worden, war in dem Stil, was renoviert worden ist. Und die Eigentümer hatten mich mal vor 4 Jahren gebeten, deren Wohnung zu verkaufen. Damals haben die mir nicht erzählt, warum, aber dieses Mal, als ich diese Häuschen aufgenommen habe, haben die gesagt, ja, eine Wohnung ist ziemlich laut, wenn man seine Ruhe haben möchte, ist ein Häuschen, wo einfach die Leute was anderes suchen, besser geeignet. Jenny, was sagst du zum Ausblick heute? Ja, schön, sehr schön. Es hat geregnet, das Meer ist klar und blau, es ist nicht wellig. Vorne ist ein bisschen Schlamm, aber das ist normal, aber die Farben sind heute prächtig. Ja, die treuen Kunden wissen, dass wir das Haus schon mal präsentiert haben. Das Haus hat 2 Schlafzimmer, einmal Wohnbereich mit amerikanischer Küche und diese obere Terrasse hat ungefähr eine Größe von 30 Quadratmeter. Das gehört natürlich euch. Ihr könnt hier Schirm, Schattenspender platzieren und auch in der Früh oder abends eben hier grillen, essen. Wir haben das Haus selber umgebaut. Ich habe hier wenig unnatürliche Sachen eingebaut, so dass wir zum Beispiel Bodenfliesen und so weiter alles natürlich eingebaut haben. Hier haben wir natürlich Wasseranschluss, Stromanschluss, was auch hier zu erwähnen ist, Jenny. Man kann hier fast 11 Monate kostenlos duschen. Warmwasser wird von dort erzeugt. Wir haben aber auch einen Durchlauferhitzer. Ansonsten 3 Klimaanlagen, Elektrogeräte, komplett eingerichtet. Aber ich würde sagen, wir gehen runter und zeigen euch die Immobilie von innen. Aber jedes Mal, wenn ich herkomme, ist es ein gigantischer Standort, weil erste Meeresreihe, Freunde, keine Häuser, also kleine Häuser existieren. Man wird immer höhere Immobilien bauen, wenn man die Gelegenheit hat. Und deswegen ist diese Anlage über 40 Jahre alt. Und 140 schöne 2+1, 3+1 Häuser gibt es hier. Wie hinten auch, wenn man schaut. Die haben Dach komplett zugemacht. Also Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben ja bereits für dieses Haus Kunden gehabt. Wenn ihr jetzt immer noch gleicher Meinung seid, das Haus könnt ihr günstiger ergattern. Aber das sagen wir am Schluss. Wir gehen runter. Und Ercan hat hier ganz kurz ein gutes Stichwort gesagt. Er hat nämlich gesagt, wir haben umgebaut, das ist richtig. Das bedeutet, lieber Ercan, der Preis, was du am Schluss sagen wirst, ist provisionsfrei, richtig? Provisionsfrei und als Highlight, wenn du so haben willst, Jenny, man hat hier vorne Großstraße, aber man hat dort Unterführung und die Immobilie oder diese ganze Siedlung besitzt am Strand eigene Platz, wo die Liegen stehen. Andere irgendwo anders herkommende dürfen das nicht benutzen, ist für euch reserviert. Und man hat hier nur 30 € Hausgeld. Außerhalb 30 € ist nur euer Verbrauch an Strom und Wasser als Unkosten existent. Und das ist nicht viel. Gehen wir runter. So Freunde, kleines Haus. Die Treppen sind die einzigen Sachen, die klein sind, aber die Räume, die wir einfach so gestaltet haben, sind nicht so klein. Jenny, zeig mal bitte das Badezimmer
oberen Bereich. Es geht fast 3,5, 4 Meter bis nach hinten. Hier ist die Dusche. Und aus der Dusche habt ihr natürlich auch einen wunderschönen Meerblick. Also echt riesengroß. Riesengroß, wir haben sehr mediterran gehalten, Durchlauferhitze, alles neu, Freunde, ist noch nicht einmal benutzt worden. Das heißt, es ist ein Erstbezug. Gehen wir erst das hintere Zimmer nochmal durch, Jenny. Hier haben wir ein Bett, eine Kommode, halb Schrank, man kann vergrößern. Und ihr werdet jetzt fragen, für was die Tür ist. Das zeigen wir nachher. Wir haben hinten circa 15 Quadratmeter Erde, Garten, sodass ihr eigentlich euren Gebrauch oder Verbrauch an Gemüse anbauen könnt. Das gehört separat zu euch. Geh mal vor. Geh einfach durch, Jenny. Das ist ja das, was uns immer umgehauen hat. Das Bett, aus dem Bett heraus, die Stadt, das Meer und abends, wenn man die Fenster aufmacht, Freunde, hört man tatsächlich die Wellen. Also Haus am Strand. Und zu der Anlage können wir noch sagen, die Anlage, wie ich gesagt habe, hat 140 Häuschen und die ganze Anlage ist bestückt mit Obstbäumen und Blumen, Pflanzen, wo jeder auch davon Gebrauch machen kann. Also Zitronen, Orangen, Mispeln, Avocado, Guave. Was haben wir hier nicht bekommen von den Nachbarn? Es ist ein Miteinander und ganz wichtig ist hier auch zu erwähnen, Jenny, man braucht hier kein Auto. Also wenn man herkommen würde und mobil sein wollen würde, würde ja ein Auto mindestens 20.000, 30.000 Euro kosten. Und das summiert sich ja auch am Ende an eurem Vermögen. Deswegen, wer sagt, ich möchte günstig kaufen, keinen Wertverlust haben, trotzdem alles fußläufig machen, ist hier vorhanden, diese Möglichkeit. Das Bett ist 1,80 mal 2 Meter, Klimaanlagen haben noch Garantie. Kleiderschrank hat man auch in die Nische reingebaut, die Türen lackiert. Also man müsste einfach hier leben. Das Haus braucht nur eins und das ist Leben. Jetzt gehen wir unteren Geschoss und zeigen euch, wie Wohnbereich oder Küche ist. So Freunde, auch unten an den Möbeln hat man nicht gespart. Man hat echt Holztisch reingestellt, eine riesen Küche. Also ich kann euch sagen, weil wir ja mehrere Immobilien gesehen haben, die Küche gibt es nicht mal manchmal in riesen Villen, die Größe. Ansonsten Spülmaschine von Siemens, Elektrogeräte komplett Siemens, Kühlschrank ist hier. Ihr seht ja alles beleuchtet. Die Spüle ist was Besonderes, Dunstabzug haben wir hier angepasst. Und was noch besonders ist, Freunde, wir haben Kaminausgang. Wenn man hier unbedingt einen offenen Kamin oder so schwedische Kamin haben möchte, kann man einen Platz für sich aussuchen und hinstellen mit Holz und so weiter heizen. Natürlich haben wir hier unteren Bereich auch ein WC. Das zeigen wir euch gleich. Und die Waschmaschine ist einfach hier drunter gestellt worden. Schöner Waschbecken, finde ich. WC, alles harmonisch abgestimmt. Das Haus ist, was ich gesagt habe, komplett mit Travertinsteinen bestückt. Ansonsten Fenster hier im Sommer kann man aufmachen. Und hier haben wir auch natürlich Front. Jenny, geh mal du vor. Aus dem Erdgeschoss hat man schon, wenn man hier sich platziert, Meerblick. Riesen Klimaanlage zum Kühlen und Heizen. Überall lichtdurchflutete Fenster und wir haben überall Rollläden, wenn man zumachen möchte. Innen auch die sind farblich abgestimmt worden. Wir haben einen Fernseher reingestellt, wo ihr einfach euren Koffer packen könnt und hier euch wohlfühlen könnt. Ansonsten gehen wir noch
macht draußen ein bisschen. Die Tür auch optisch wunderschön, finde ich. Das Tor oder diese kleine Türchen kann man wegmachen und man hat mit 4 Stufen diese Vorterrasse. Und ich bin der Meinung, dass man im Sommer hier sehr, sehr viel Zeit verbringen kann und wird. Man kann hier seine Stühle hinstellen, einen Tisch und diese Fenster ist ja zum Aufschieben. Man könnte aus der Küche die da sitzen, eben bedienen. Ansonsten, warum würde ich hier sitzen? Ihr habt auch von hier wunderbaren Meerblick. Deswegen kommt man hierher. Und diese Blumenbeet hat auch ein Bananenstaude, wo wir dieses Jahr 25, 30 Bananen hier hatten. Leider sind wir nicht zum Genuss gekommen, weil jeder einfach 1, 2 Stück nimmt. Und ihr seht, nächstes Jahr habt ihr vielleicht 40 bis 60 Bananen. Zeig mal das Haus bitte von außen nochmal, wie schön das gemacht worden ist. Jetzt kommst du mir bitte nach. Zu erwähnen ist es auch, Freunde, dass Wasser zum Bewässern kostenlos ist. Wir haben oben für die Anlage einen Tank, wo eben das Wasser aufgesammelt wird und zur Verfügung gestellt wird. Diese Bäume gehören euch, die habe ich pflanzen lassen. Viele werden sich fragen, Jenny, was ist denn hier? Hier haben wir eine Drainage gemacht von 4,5 Meter, dass das Wasser keine Feuchtigkeit erzeugt. Schau mal, am Boden, die Blüten sind runtergefallen und wie die riechen, gell? Das ist schon heftig. Und hier könnt ihr eine Tür noch mal machen. Hier haben wir den besagten Garten. Hier haben wir einen Nektarinenbaum und hier könnte man wirklich alles pflanzen. Also mitten in der Stadt, so ein Häuschen ist rar. Das Häuschen 2+1 mit Riesenterrasse, unten noch mal eine kleine Terrasse, hinten noch mal ein Gartenanteil, ist zu verkaufen. Die Frage, was aus Europa kommt, ist immer, warum verkauft ihr? Wir brauchen die Immobilie nicht, weil wir eben anderswo investiert haben. Wer auch hier leben möchte, das Haus haben möchte, der ruft uns an. Es ist provisionfrei zu verkaufen für 189.000 Euro. Wie ich gesagt habe, vorletzte Woche wurde oder haben wir auch ein Haus präsentiert, ihr könnt zurückscrollen, wurde das Häuschen bisschen komplizierter Weg, zu hoch, der Aufgang für 179.000 Euro verkauft. Das heißt, die Leute, die in Alanya ein bisschen gelebt haben und bisschen diese Problematik nebeneinander wohnen mitbekommen haben, investieren in solche Häuschen. Und wenn ihr darunter seid, meldet euch. Wir können das Haus zusammen besichtigen und vielleicht auch diesen Ausblick gemeinsam genießen. Die Anlage ist wunderschön, sonst hätte ich da nicht investiert. Bis dann, Freunde.